Es gilt, professionelle Feedback-Systeme aufzusetzen, zu installieren, den Menschen einfach nutzbar zu machen, um die Informationen zu geben, dass sie sauber und effizient heizen können. Dahinter steckt die Idee, dass man bereits mit einer kleinen Menge von Gebäuden, die man auf Zielwerte kontrolliert, eine Steuerung des Gebäudebestandes hinbekommen kann. Deswegen Referenzgebäude, die ich benutze für die Steuerung eines Gebäudebestandes. Grundgedanke ist Transparenz. Transparenz, um zu sehen, in welchen Gebäuden, in welchen Siedlungen haben wir geringe Emissionswerte über die Lebenszeit, am Anfang durch das Bauen und welcher Aufwand wurde betrieben, um das hinzubekommen. Also einmal Investitionen, dazu gehört auch Wiederinvestition in Instandsetzung und vor allen Dingen, wo sind die Heizkosten der Mieter? Und wenn wir da Transparenz haben und sehen, dass Systeme insgesamt funktionieren, dann können die multipliziert werden. Und die Führungsgröße, die wir dort haben, also die Sollwerte, sind nicht nur die CO2-Zielwerte aus dem Landesprogramm der 100 Klimaschutzsiedlungen, sondern eben auch die wärmegebundenen Nebenkosten und die Investitionen, also sowohl Klimaschutzzielwerte als auch die Kostensituation. RECONGAP ist technologieoffen und ist der Wettbewerb um beste Lösungen. Wie kann man aus dem Mix an Gebäudehülle, an Verteilung, also sparsame Speicherung im Gebäude und Wärmeverteilung und der entsprechenden Erzeugungstechnologie die besten Lösungen produzieren? Das ist komplett technologieoffen. Das Projekt ist auf 15 Jahre angelegt, weil wir in der Gesamtkostenbetrachtung auch die Instandsetzungskosten mitbewerten müssen. Also wir sehen in der Praxis, dass Systeme am Anfang Probleme machen, aber auch je nach sensibler Technik sehr hohe Instandsetzungskosten erzeugen. Das heißt, in der Gesamtkostenbetrachtung reicht es nicht aus, einen Zustand am Anfang zu erfassen, sondern wir müssen einen längeren Zeitraum betrachten. RECONGAP funktioniert so, dass wir monatlich die Daten der Gebäude erheben und dort die Effizienzkennwerte zu uns kommen in Form von zum Beispiel Zählerwerten von Wärmemengenzählern, Stromzählern und Gaszählern. Und wir geben dort einmal monatlich ein Feedback zur Performance. Wie funktionieren die Anlagen? Ist alles im Soll? Und am Jahresende werden die Daten zu Jahresberichten zusammengefasst, um dort über Endenergie, Kosten und CO2 zu informieren. Jetzt ist es so, dass von der wissenschaftlichen Seite her, welche Schlüsse kann ich aus dieser kleinen Datenmenge ziehen, es sehr wohl so ist, dass bereits mit diesen ca. 40 Gebäuden wir wesentliche Mechanismen erkennen können und die auch abgesichert vorliegen haben. Da reichte uns diese kleine Datenmenge, dass wir die methodische Unsicherheit daraus haben, um das Ganze weiterzuentwickeln. Das Problem in dem Projekt ist die Datenverfügbarkeit, weil wir sehen den hohen Aufwand, den die Akteure haben, insbesondere die Wirtschaftlichkeitsdaten zu bringen für die Kostenkontrollen. Da können wir gar nicht so hinterherlaufen. Deswegen, weil wir dieses Hinterherlaufen nicht bewerkstelligen können, das praxisfremd ist, haben wir das quasi reduziert und haben gesehen, wir müssen für die Zukunft bessere digitale Hilfen erstellen, damit der Dataflow einfacher wird. Also daraus entwickelte sich aus RECONGAP mit anderen Input von anderen Akteuren der Gedanke von Climate Neutral Buildings auf der Sustainable Data Plattform. Die Idee und auch der Name der Sustainable Data Plattform oder Data Plattform
Der wurde entwickelt 2019 mit CO2 Online Senacon in Berlin und wir waren dort im Kontakt, um die Datenmassen von CO2 Online mit Johannes Hengstenberg auszuwerten. Wir hatten 210.000 qualifizierte Datensätze über Gebäude und wir haben dort Tendenzen für Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser festgestellt, dass es keine Energieeinsparung, sondern eher Anstieg gibt, der natürlich auch dadurch begründet ist, dass wir immer größere Wohnflächen haben. Und diesen Datenmassen ein Zuhause zu geben und auch Daten verschiedentlich zu nutzen, nachher zur Optimierung, das ist der Grundgedanke der Sustainable Data Plattform. Und diesen Gedanken haben wir nicht also alleine einzelne Akteure, sondern es ist eine Vielzahl von Akteuren, die dort eben zusammenkommen. Mittlerweile sind das 20 in der Größenordnung Institutionen, Unternehmen, Organisationen, die dort zusammenarbeiten und aus der Praxis der Wärmewende kommen und datenaffin sind. Und wir alle sehen anhand dieser Daten Möglichkeiten und Fehlentwicklungen. Und es gilt, professionelle Feedback-Systeme aufzusetzen, zu installieren, den Menschen einfach nutzbar zu machen, um die Informationen zu geben, dass sie sauber und effizient heizen können. Das heißt, es ist eine offene Plattform, die nicht proprietär ist, sondern von einer gemeinnützigen Stiftung getragen ist und die Daten unabhängig aufbereitet, um zu optimieren und dort auch Bereitstellung für die Politik hat, um bessere Politik zu machen. Das ist der Grundgedanke der Sustainable Data Plattform. Die Akteure, die wollen sich mit der ganzen Komplexität ja gar nicht beschäftigen. Die brauchen einfach coole Tools. Die wollen einfach wissen, hey, meine Anlage läuft, habe ich gut investiert und ich muss jetzt hier noch was machen, da muss das Unternehmen beauftragt werden. Das heißt, wir holen die Teilnehmer, ob das jetzt Wohnungswirtschaft ist oder private Wärmepumpenbenutzer, die holen wir da ab, wo sie einfach den Support bekommen können. Das ist der Gedanke, dass ich eine transparente Methodik zugrunde lege, die offen mache, dokumentiere, implementiere in Werkzeuge und diese Werkzeuge stiften Nutzen. Jetzt ist es so, aus der Auswertung sehen wir, es gibt eine sehr, sehr hohe Varianz von Verbrauchswerten unterschiedlicher Wohnungen, gerade auch im Einfamilienhausbereich. Es gibt in der Datenauswertung Kuriositäten, wo wir uns gefragt haben, wie kann eine Familie mit 5 Teilnehmern den geringsten Energieverbrauch haben? Warum haben die den? Die heizen mit Propan und müssen die Flaschen schleppen. Aber ab 10 Wohneinheiten, 6 Wohneinheiten egalisieren sich die Werte, dass wir zwar in einem Gebäude eine Varianz haben, aber es egalisiert sich, wenn wir größere Gebäude betrachten.